Heute zeige ich euch, wie ihr ein leckeres und bekömmliches Vollkornbrot backt. Super easy mit nur 4 Zutaten. Das ist jetzt ein Emmer-Vollkornbrot, also ein Brot aus Winteremmer. Das ist das Getreide, was ich habe. Ja, findet ihr im Biomarkt schon gemahlen. Ich habe ja hier immer die schönen frischen Körner kaufe. Ich kaufe mittlerweile schon 25 Kilo Säcke, weil ich mein Mehl halt selber mahle. Aber ihr findet das sicherlich online, wo man das frisch kaufen kann. Ansonsten in Biomärkten müsst ihr mal schauen. Die Winteremmer, die ist super, super reich an Mineralstoffen, also doppelt so viel wie andere Hartweizenprodukte und reich an Aminosäuren. Also ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Und wenn ihr euch eben an Vollkornbrote trauen wollt, lohnt es sich auch eben mit der Emmer anzufangen, weil ich finde, mit dem Teig ist es sehr einfach umzugehen. Also es ist teilweise so mit Roggen und so weiter. Es ist manchmal sehr, sehr schwierig. Und ich finde aber, dass die Emmer sehr, sehr einfach zum Handhaben ist. Und ja, wir legen los. Wir brauchen nur 4 Zutaten. Also wie gesagt, entweder kauft ihr euch gemahlenes Mehl oder ihr schaut auch, dass ihr zum Beispiel irgendwo euch das frisch mahlen lassen könnt. Da gibt es ja auch Geschäfte, die das machen oder online anbieten. Weil ihr müsst halt bedenken, deswegen, weil ich halt nur noch Selbstbrot backe, habe ich eben eine Mühle und mache das frisch. Denn ja, wenn so ein Mehl frisch gemahlen ist, auch da verfliegen leider die Mineralien und Vitamine und so weiter, solange das liegt. Deswegen ja, so schnell wie möglich immer dann verarbeiten. Achtet da auf jeden Fall auf Bioqualität und so weiter. Ich habe euch im letzten Video, ich habe da so eine Playlist mit Brote, da ist schon ein Rezept, schaut da auch gerne vorbei. Da habe ich auch ein bisschen alles intensiver, bin ich so eingegangen auf die ganzen Sachen, die ich benutze, die Produkte und so weiter und auch nochmal da mehr Tipps. Und so schaut da so gerne vorbei. Heute mache ich das Ganze ein bisschen schneller für euch. Also, ihr braucht dazu das Mehl. Die genauen Zutaten findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Da steht das nochmal drin. Wasser, einfach aus dem Hahn. Muss nicht kalt sein, nicht warm sein, egal. Schnuppe, einfach Wasser. Ein bisschen Salz. Ich achte da immer auf Ursalz. Das ist besonders gut geeignet beim Brotbacken. Und wir benutzen Hefe, kein Sauerteig, aber wirklich nur ein ganz, ganz kleines Stück. Also ihr könnt euch so merken, weil das ist 0,8 Gramm Hefe kommt da rein und das kann eine normale Küchenwaage nicht abwiegen. Ihr könnt euch das so merken, indem ihr einfach so ein Stück nehmt, eine Kugel macht und dann einfach eine ca. Kichererbsen große Menge an frischer Hefe. Mehr braucht es auch nicht. Teig lassen wir 24 Stunden ruhen. In dieser 24 Stunden Ruhezeit hat das Gluten Zeit, sich zu verarbeiten und so ist das Brot einfach super, super bekömmlich. Ich liebe das. Es ist so, so sättigend. Also wirklich so, man isst davon 2 Scheibchen und ist wirklich super genährt. Ist wie gesagt, vom Geschmack mag ich das so, so gerne. Deswegen empfehle ich euch gerne, das Rezept nachzumachen. Wir starten. Ich mahle mir jetzt erstmal mein Mehl. Und dann mischen wir einfach alles zusammen. Ist egal, ob ihr das im Thermomix macht, in der Küchenmaschine oder mit der Hand zusammenknetet. Ist vollkommen Schnuppe. Macht was, wie es euch gefällt. Ich mache das mal im Thermomix, mal in der Küchenmaschine. Vorher aber natürlich noch abwiegen. So. Und dann geht es rüber zur Mühle. Ich vermische immer erst das Salz mit dem Wasser, dass es sich erstmal auflöst. Also das ist wirklich einfach. Ich backe dieses Brot auch die ganze Zeit, weil es einfach so einfach ist. Und ja, an den Sauerteig will ich mich auch noch ranmachen. Da machen wir das auch auf jeden Fall zusammen. Keine Sorge. Aber so, das geht einfach super schnell. Ich backe ja jeden zweiten Tag 2 Brote. Also wir essen halt jeden Tag ein Brot. Die Hefe kann mit rein. Und dann nur noch das Mehl.
So. Ich lasse jetzt den Teig gerne 7-8 Minuten kneten. Also wenn ihr das mit einer Küchenmaschine macht oder dem Thermomix, beidem, lasst es wirklich ruhig 7-8 Minuten kneten. Wenn ihr das mit der Hand macht, dann müsst ihr halt einfach später ein bisschen öfters den Teig dehnen und falten. Das zeige ich euch gleich, wie ihr das macht. Aber dadurch, dass ich den schon von Beginn an etwas länger knete, mache ich das nur einmal. Und deswegen ist das ganz praktisch so. Ihr könnt auch Weizen nehmen, ja, also ihr könnt auch das Ganze, also von den Mengenangaben passt auch Weizen dazu, könnt ihr auch nehmen. Bei anderen, bei Roggen, glaube ich, da muss man wieder aufpassen, da könnte sein, dass da wieder ein bisschen anderes Wasserverhältnis ist. Muss ich mal schauen, ich will mal noch mal schauen, ein reines Lichtkornroggen habe ich nämlich da, mal gucken, wie das wird, so nach dieser Art. Könnt das jetzt entweder in der Schüssel lassen oder ich mache das jetzt hier wieder in meine Schüssel. Ich habe sehr unpraktisch heute Ärmel an, ja. Achtet nicht darauf. Das war's auch schon. So schnell habt ihr den Teig gemacht mit wenig Zutaten. Jetzt bleibt der Teig bei Raumtemperatur, also einfach hier in der Küche stehen lassen, abgedeckt. Am besten mit ja, irgendwas Plastikmäßigem, auch wenn ich immer gerne meine Stofftücher benutze. Wird das aber sonst leider austrocknen, deswegen mit irgendeiner Haube abdecken, damit der Teig nicht austrocknet. Und dann wird er einmal gedehnt und gefalten in der Zwischenzeit. Also ich mache das, wie gesagt, einmal nur und das nach der Hälfte der Zeit. Also so genau muss es nicht sein. Es ist nur wichtig, dass die letzte Teigruhe wirklich mindestens 6 Stunden ist. Ne, also ich mache zum Beispiel meistens meine Brote abends. Das heißt, ich setze den Teig abends an. Morgens dehne und falte ich einmal den Teig und dann backe ich ihn dann halt eben am späten Nachmittag oder Abend. Jetzt ist ja ein bisschen so, dass wir haben jetzt sehr warme Temperaturen wieder. Da geht es ein bisschen schneller mit dem Teig. Also ihr müsst euch nicht an diese 24 Stunden halten. Ihr könnt den Teig auch nach 20 Stunden backen oder wie gesagt, auch wenn der im Winter mal länger gestanden hat, auch wenn es dann mal 28 Stunden sind oder so. Ist nicht schlimm, es ist wirklich gut, dass der Teig diese Ruhezeit hat. So ist das Brot einfach noch bekömmlicher. Ich bemehle jetzt einmal meine Gärkörbchen. Ihr könnt aber auch eine Schüssel nehmen, einfach mit so einem Baumwoll- oder Leintuch dann reinlegen und auch bemehlen. Das funktioniert auch damit. Ich habe jetzt hier Lichtkornroggen, also Roggenmehl eignet sich gut so, um die Gärkörbchen zu bemehlen, weil da bleibt der Teig am wenigsten kleben. Dann bemehlen wir auch unsere Fläche. Der Teig ist wieder schön aufgegangen. Also ihr müsst euch da auch nicht an diese 24-Stunden-Regel halten. Jetzt gerade, wo es auch sehr warm ist, reicht es auch wirklich, wenn ihr den 20 Stunden ruhen lässt. Also schaut da einfach, wie sich der Teig so verhält. So, jetzt falten wir einmal den Teig. Bei dem Vollkornbrot mache ich das jetzt nicht so viel. Ich mache so eine Runde und dann bringe ich den schon in Form. So. Der bekommt ja auch seine Form hier drin im Gärkörbchen. Einfach so eine kleine Rolle. Und dann darf er auch schon hier rein. Können wir mal festdrücken. Abdecken und dann lassen wir den Teig auch hier eine Stunde bei Raumtemperatur ruhen. Nach einer halben Stunde tue ich schon mal die Gusseisentöpfe in den Ofen und lasse die vorheizen. Meine Gusseisentöpfe heize ich jetzt erstmal auf. Einfach den Backofen auf volle Stufe, ungefähr 20 bis 30 Minuten aufheizen. Um die Teige besser in den heißen Gusseisentopf
reinzumachen. Falls ihr mutig genug seid, versucht die so einfach reinzuhieben, aber ich kriege das immer nicht hin. Ich habe mir jetzt erste Mal jetzt so eine Dauerbackfolie zurechtgeschnitten, weil ich das eigentlich immer mit dem Backpapier mache. Also einfach einmal umknicken, nochmal umknicken, weil die es zu kaufen gibt, meistens gibt es die so in rund, diese Dauerbackfolie, die sind immer zu klein für meine Teige, weil meine ja immer etwas größer sind. Das habe ich jetzt so ein bisschen groß gelassen. Das mache ich mal so ein bisschen kleiner. Das nehme ich fürs runde Brot, das nehme ich fürs längliche. Also einfach immer nur so eine Ecke rausschneiden. Und dann haben wir hier perfekte Form. Hier eben das für das längliche Brot. Und dann kann man das so besser in die Form tun. Jetzt hole ich meinen heißen Topf raus und stürze das Brot da rein. Das ist nämlich sehr schön aufgegangen. Oh, ich sag's ja, es ist aktuell warm. Da geht das sogar schneller. Muss man aufpassen. In meinem Backofen passen immer 2 Brote, also 2 Gusseisentöpfe rein, der längliche und der runde. Deswegen backe ich immer 2 Brote. Ich habe hier einen Teig mit einem Kefir-Weißbrot. Falls euch das interessiert, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann filme ich das auch für euch ab. Dann immer vorsichtig, weil das ist wirklich heiß. So, also wie gesagt, mit dem Backpapier ist das einfach einfacher. Ich schneide es jetzt nochmal hier ein bisschen ein. Dann ist das nicht so stark aufgeplatzt. Bei dem anderen lasse ich das zum Beispiel selber so aufplatzen. Aber hier mache ich in der Mitte einmal aufschneiden. Das geht schöner auf. Und dann kommt der Deckel wieder rauf und ab in den Ofen. Und jetzt wieder zurück in den Ofen. Und ich stelle den Ofen jetzt von den 250 wieder runter auf 230 Grad und lasse das Brot so circa 40 Minuten mit Deckel und dann nochmal 10 Minuten ohne Deckel backen. Jetzt kommen die Deckel einmal ab und dann lasse ich das Ganze circa 10 Minuten. Also schaut dann einfach nochmal, dass es eine schöne Farbe bekommt, das Brot. Desto früher ihr die Deckel abmacht, desto härter wird sozusagen die Kruste. Also wenn ihr eine ganz feine, dünne Kruste haben wollt, dann lasst sogar den Deckel bis zum Ende drauf. Ich mache das aber immer so 10 Minuten nochmal ohne Deckel. Und mit dem Backpapier kann man das Ganze immer schön aus der Form lösen. Ich verwende das Backpapier auch mehrere Male, so circa 5-6 Mal und dann fängt es an zu reißen, aber so lange kann ich das noch benutzen. Bei dem anderen Brot habe ich ja die Dauerbackfolie benutzt, das hat auch super geklappt. Also das könnt ihr auch gerne machen. Ich lasse die immer auf so einem Gitter stehen, so können die Brote schön abkühlen. Ich backe sie gerne am Abend, weil es braucht wirklich mindestens 4-5 Stunden, bis so ein Brot richtig schön abgekühlt ist. Weil wenn es innen halt noch so warm ist, dann lässt sich das schwer schneiden. Und so sieht das Brot von innen aus. Also ich mag es wirklich so, so gerne. Das Außen knusprig, innen richtig schön saftig, sehr, sehr lecker, sehr mild vom Geschmack. Also auch für diejenigen, die nicht so Vollkornbrote mögen. Sehr, sehr mild vom Geschmack, sehr, sehr lecker. Ich hoffe, ihr macht mein Lieblingsbrot nach. Das ist wirklich mein Favorite Brot. Ich esse nur noch dieses Brot, sonst nichts anderes. Wenn ihr das dann nachgemacht habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Schaut euch auch sehr gerne das andere Rezeptvideo an. Ich habe hier eine Playliste unter Brote für euch hergestellt. Da sind, wie gesagt, auch nochmal mehr Tipps und Tricks und ein bisschen auch mehr zu den ganzen Utensilien, die ich auch dazu benutze und auch Alternativen und so weiter. Ich empfehle es euch auf jeden Fall, euch so einen Gusseisentopf anzulegen. Ich finde darin werden die Brote einfach nochmal viel, viel schöner. Ansonsten findet ihr auch einen Link unten. Da sind auch nochmal alle Sachen, die ich so in der Küche benutze, die ihr so seht, auch alle verlinkt. Also schaut da auch gerne vorbei. Und ja, falls ihr noch weitere Rezepte wollt, zum Beispiel dieses Kefir-Weißbrot und so weiter, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Dann weiß ich auch, dass ihr öfters solche Rezepte sehen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!